Nun möchte ich noch gerne ein paar Symbole erklären und auch die Art und Weise, wie man ein Bild im Mittelalter las, näher bringen. Einige dieser Symbole sind uns heute noch bekannt. Einige haben wir entschlüsselt, aber andere sind bis heute im Verborgenen geblieben und für uns nicht verständlich. Wir lesen ein Bild in verschiedenen Bildachsen im Mittelalter. Es gibt eine horizontale und eine vertikale Bildachse. Die horizontale Achse ist die Zeitachse und die vertikale Achse ist die Bedeutungs- und Wertachse. Denn Bilder und Darstellungen im Mittelalter sind auch meist Verweise auf andere Inhalte. Typus und Antitypus sind ein klassisches Beispiel dafür. Und meist sind auch mehrere Szenen in einem Bild dargestellt. Die meisten Symbole sind ambivalent und können nur aus dem Kontext heraus verstanden werden. Das ist ein Charakteristikum der mittelalterlichen Kunst. Viele Dinge sind zweideutig. Kommen wir zum ersten Symbol, der Hand. Die Hand ist ein Symbol für die Macht Gottes. Denn das hebräische Wort Yad, das Hand bedeutet nicht nur Hand, sondern auch Macht. Die rechte ist die Segenshand und bedeutet Barmherzigkeit. Die linke drückt Macht und Gerechtigkeit aus. Auch die Formen haben im Mittelalter Bedeutungen. Ein Dreieck ist immer als Gottessymbol zu deuten, stellt es doch die göttliche Dreifaltigkeit dar. Ein Viereck hingegen ist immer auf die Welt bezogen. Und nun ein paar Beispiele aus der Tierwelt. Der Schmetterling zum Beispiel. Der Schmetterling bedeutet Auferstehung und Unsterblichkeit, klar in Verbindung stehend mit der Metamorphose, die dieses Tier durchlebt. Ein schönes Beispiel für die Ambivalenz in der mittelalterlichen Kunst ist der Löwe. Einerseits stellt der Löwe Christus dar in seiner Kraft und Stärke, auch als Löwe von Judäa bezeichnet. Andererseits wird er aber auch mit der Unterwelt und dem Teufel in Verbindung gebracht. Und Christus bekämpft ihn. Damit kommen wir zur Pflanzenwelt. Wunderschöne Beispiele von großartig abgebildeten Pflanzen finden wir vor allem in den Stundenbüchern im Bordür im Randschmuck. So auch in diesem Stundenbuch von Isabella von Kastilien. Sie sehen hier eine Rose. Die Rose ist das Mariensymbol schlechthin. Rot deutet sie das Blut Christi und somit auch schon das Leiden Marias an. Und weiß deutet sie ihre Tugend an. Die Rose ist Symbol für das ewige Leben und für das Leiden Christi. Und hier haben wir noch eine andere schöne Pflanze, die Nelke. Die Nelke wird auch Gottes Blume genannt und ist so ganz klar Bezug zu Christus. Die Nelke, die rote Nelke, symbolisiert auch das Blut Christus und stellt so den Bezug zur Passion Christi dar. Aber sie wird auch als Zeichen der Jungfräulichkeit und der Fruchtbarkeit gewertet und ist so oft im Zusammenhang mit Darstellungen von Maria zu finden. Und nun zur Farbsymbolik im Mittelalter. Auch die Farben wollten Inhalte übermitteln und gaben zu verstehen, in welchem Kontext ein Bild oder eine Darstellung zu lesen war. Gold zum Beispiel ist eine transzendentale Farbe, die das Licht Gottes andeutet und so immer mit dem Himmel, Christi und Gott in Verbindung gebracht wird. Dasselbe gilt auch für Purpur als besonders teure Farbe im Mittelalter. Die Farbe Blau wird mit dem Himmel und mit der Tugend Mariens in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu Blau, das das überirdische Himmlische andeutet, bezieht sich Grün auf das stoffliche, weltliche. Eine beliebte Art im Mittelalter, Eigenschaften darzustellen, war auch sie zu personifizieren. Sie wurden also als Personen dargestellt, die für den Leser klar erkenntlich waren. Hier zum Beispiel sehen wir aus dem Delil-Psalter den Tugendbaum. Und unter dem Tugendbaum finden wir die Gerechtigkeit mit einer Waage in der Hand dargestellt und Palmzweig oder eine Peitsche, je nachdem. Daneben finden wir Besonnenheit mit einer Taube und einer Schlange in der Hand. Auf der anderen Seite unter dem Tugendbaum stehen Stärke mit Schwert und Schild und Mäßigkeit.
Unter dem Lasterbaum gegenüber finden wir den Geiz sitzend mit einem Geldsack und dem Teufel im Nacken. Eine wunderbare Art der Personifizierung ist auch im Buch des liebentbrannten Herzen zu finden. Denn dort begeben sich Herz und Leidenschaft auf Reise. Und hier treffen sie zum Beispiel auf Hoffnung. Auch in einem der berühmtesten Texte des Mittelalters, dem Roman de la Rose, finden wir diese Personifikationen. Hier zum Beispiel sehen wir Tristesse, die Traurigkeit, und Vieillesse, das Alter. Vielleicht auch interessant, bei mittelalterlichen Darstellungen ist es meist so, dass die bedeutenden Personen um ein Wesentliches größer dargestellt werden. Das heißt, je größer eine Person ist, desto mehr Gewicht kommt ihr zu. Und es ist auch so, dass bei Christus die ranghöheren Personen rechts von ihm stehen und die mit weniger Bedeutung links. Dies war nun mal ein kurzer Einblick in das, was Buchmalerei ist und was wir wissen und was wir bis jetzt noch nicht wissen. Viele Dinge müssen wir erst entschlüsseln. Viele Dinge werden wir noch entdecken. Aber ich lade Sie ein, einfach mal das Experiment durchzuführen, sich vor eine Miniatur zu setzen, ein Bild auf sich wirken zu lassen und dann die Dinge zu hinterfragen. Eine spannende Reise, die wir im 5. Jahrhundert beginnen können und die wir im 16. Jahrhundert beenden. Eine Reise, die niemals endet und eine Reise, die uns immer wieder neue Einblicke gewährt. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Folge uns auf unserem Channel Medieval Art Stories, wo du noch viele weitere spannende Themen zur mittelalterlichen Kunst und zur mittelalterlichen Geschichte finden wirst. Bis bald!